Hallo liebe SimCNC-Nutzer. Heute nochmal ein kurzes Video zu meiner Benutzeroberfläche. Im letzten Video hatte ich ja gesagt, dass ich zu 99% fertig bin. Naja gut, das hat nicht ganz geklappt. Ich musste nochmal ein paar Sachen überarbeiten, die mir nicht gefallen haben. Rein von der Anordnung her und Organisation von den einzelnen Tabs im Screen. Und dann habe ich nochmal alle Messroutinen überarbeitet. Ja, ich fange mal ganz oben an, was sich geändert hat. Auf der rechten Seite hier befinden sich jetzt die Schaltflächen für das Starten, Pausieren und Stoppen des G-Codes, also des NC-Programms. Das war ja vorher hier mit drin und ist jetzt einfach hier nach oben gewandert, damit man jederzeit auf diese Schaltflächen Zugriff hat, wenn man auch hier in den Tabs wechselt. Sollte man schon ein Programm laufen haben und dann doch aus irgendwelchen Gründen stoppen wollen, dann kann man das jederzeit tun, auch wenn man sich gerade in einem anderen Tab befindet. Ja, dann hier unten bei den Achsanzeigen ist noch eine Anzeige hinzugekommen, und zwar die Anzeige R, steht einfach für Rotation. Da geht es immer um die Rotation um die Z-Achse, also sozusagen, wenn man ein Werkstück schief auf dem Maschinentisch liegen hat, das eingemessen hat, dann wird die Gradzahl, also was praktisch im G-Code G68 ist, hier oben als Gradzahl angezeigt. Ja, der Rest von der Hauptseite ist geblieben. Dann komme ich mal hier zu dem letzten Tab. Der hieß vorher nur Einstellungen, da habe ich jetzt das Diagnose noch dazu geschrieben, weil die sich ja auch mit hier drin befindet, das war auch vorher schon so. Hier ist lediglich noch diese Betriebsstundenanzeige hinzugekommen. Da fällt mir gerade auf, habe ich noch was vergessen. Genau, hier oben ist noch eine LED-Statusleiste. Die geht an, wenn man die Steuerung aktiviert. Und dann läuft auch hier, also praktisch wird hier die Zeit mitgezählt. Die Zeit der Steuerung ein wird immer nur aktualisiert, wenn man die Steuerung sozusagen deaktiviert oder eben aktiviert. Das wird im Hintergrund mitgezählt und das aktualisiert sich dann einfach hier. Die Maschinenstunden, das bedeutet einfach, sobald sich eine Achse bewegt, dann wird diese Zeit mitgezählt. Und Spindelstunden ist logisch, sobald die Spindel dreht, wird die Zeit gezählt. Das ist ja ganz von Vorteil, diese Zeiten zu haben, wenn man irgendwelche Wartungsintervalle, Schmierintervalle für seine Maschine hat. Dann hat man hier einen kurzen Überblick, oder wie viele Stunden man das eben machen möchte. Das könnte man sich auch noch erweitern, dass man dann hier eine Anzeige rot, gelb, grün macht, je nachdem wie viele Stunden vergangen sind oder wie weit der Intervall schon ran ist. Aber das ist für mich nicht so wichtig. Dann gehen wir hier in die Werkzeugverwaltung. Das ist auch vom Prinzip alles so geblieben. Hier sind nur noch ein paar mehr Parameter dazugekommen. Einmal der Parameter für den Vorschub während eines Werkzeugwechsels per M6, also praktisch was über das CNC-Programm kommt. Und ja, das ist dazugekommen. Dann gibt es hier die Rückzughöhe zwischen der schnellen und der langsamen Messung, die man hier eintragen kann. Und hier kann man noch eine maximale Längdifferenz für das vermessene Werkzeug festlegen. Somit kann man halt überprüfen, ob die Schneide abgebrochen ist oder der ganze Fräser abgebrochen ist. Ja. Hier gibt es dann noch die Referenzhöhe für den Werkzeuglängensensor. Das ist praktisch die Höhe, wenn man mit der Spindelnase ohne eingespannten Fräser auf den Werkzeuglängensensor fährt und dann diesen Wert in der
Anzeige hier abliest, den kann man dann hier eintragen und das ist einfach die Referenzhöhe, um dann die Werkzeuglängen immer auszurechnen. Dann Bearbeitungszyklen, ja, hier war es das soweit. Bearbeitungszyklen, das ist alles so geblieben, da haben sich nur die Größen dieser einzelnen Felder ein bisschen verändert, weil ich die Checkboxen für das Schlichten größer haben wollte, damit man einfach auf dem Touchscreen mit dem Finger besser drauf kommt. Das war es eigentlich schon an großen Änderungen oder an kleinen Änderungen, die noch gemacht wurden. Das Hauptsächliche verbirgt sich dann hier unter Werkstück einrichten, wo die ganzen Messzyklen sind, Messroutinen, aber da gehe ich in einem extra Video noch drauf ein. Für die Aktualisierung jetzt hier in meinem Video für den Screen soll es das gewesen sein, mehr gibt es nicht. Der ist jetzt wirklich fertig. Die englische Version ist fast fertig, da muss ich noch ein paar Sachen übersetzen und dann ist das in Deutsch und Englisch für jeden verfügbar. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.